herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt. Ich bin Death of Dark Angel, jetzt kann ich schon nicht mehr meinen richtigen Namen aussprechen, und ich präsentiere euch Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville. Ja, ja, was soll man da noch zu sagen? Jedes Video wird wie bei dem anderen Spiel, also Dracula, 15 Minuten gehen, da ich mich nicht aus der Story raushauen möchte. Ich werde es zwar nicht an einem Stück durchstimmen, trotzdem wird es keine Verabschiedung am Ende der 15 Minuten geben. Also nicht wundern, wenn das abrupt dann abbricht. Ja, es wird immer halt im Wechsel geben, die beiden Projekte, und das fängt einfach mal an, würde ich vorschlagen. Ja, Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir überlegt, ich mache das auf leicht, und ja, werde da das Spiel sowieso dann wahrscheinlich noch auf schwierig durchspielen, und dann werde ich das auch nochmal aufnehmen und wenigstens die Rätsel dann reinschneiden. Also als Bonuspart dann am Ende, wie die dann aussehen. Also wir spielen auf leicht. It seems that we have a visitor, Holmes. Indeed. Come in. Hello, Sir Henry Baskerville. Did you have a good trip? But how do you know who I am? I had not announced my visit. By looking at your dress, it is totally unsuited to our wet English weather. This allowed me to deduce that you came here in a hurry and carrying the bare minimum in your luggage. Then there is a blue ink stain on your thumb, the same blue ink used by the passenger service at Waterloo Station to print their tickets. Your ticket has stained your thumb because of the rain. Also, my attention was attracted to your cufflinks with the initials HB, but still I had not yet made the connection with the famous Baskerville family. It is by remembering a Times article that I deduced your identity. It was telling of the odd death of Charles Baskerville and the likely return of his nephew and only heir, Henry. Brilliant! Your reputation is well-deserved, Mr. Holmes. But let me explain the purpose of my visit. You do not believe in legends, and you would like to clear the circumstances of your uncle's death. You need a factual, logical, and rational explanation of what some call the curse of the Baskervilles. And who else, in all modesty, but Sherlock Holmes and his faithful friend Dr. Watson would be able to solve such a mystery? Watson, my friend, pack your bags. We're leaving for Baskerville Hall. Tell us about the curse of the Baskervilles, Henry. Its origin dates back to my ancestor, Hugo Baskerville. It is said he was a vile person who earned the wrath of the devil. After his death, all our ancestors seemed to come to bad ends at Baskerville Hall. At the scene of each death, there were always dog or wolf tracks, but gigantic. Thus, over the centuries, a legend was built, that of a creature from hell, the Hound of the Baskervilles. My uncle was sure that it was a reality. He was convinced that the beast would take him sooner or later, as it took all those our lineage. With his last letter, he sent me this medallion. According to Charles, it was needed to break the curse of the Baskervilles, but he did not know how to use it. Do you believe in this legend, Mr. Holmes? We'll have to exhaust all other hypotheses before falling back on that one. Baskerville Hall in sight. Holmes, Doctor, welcome to Baskerville Hall. The servants are not here to welcome us, I fear. They were severely affected by the death of my uncle and have since retired. The family portraits gallery, I assume. But why such expressions on their faces? These pictures have not always been so disturbing. According to my uncle, the changes in the paintings occurred after the violent death of the portrayed Baskerville. It appears to be one of the effects of the curse. Have you noticed? The family coats of arms under the pictures are missing.
Indeed, it is an interesting point to begin our investigation. Where can these coats of arms be, and why did they disappear? Let's try to find them. I cannot stay here any longer. The sight of those ghastly faces is unbearable. Willkommen im Spiel der Baskervilles. Möchtest du die interaktive Hilfe während des Spiels aktivieren? Nein, möchte ich nicht. Und jetzt hör auf, mir ins Ohr zu jaulen. Hier schmeckt weg. Egal. So. Ja. Da sind wir auch schon im Spiel, können interagieren, Handsymbol, was aufnehmen. Und das ist ein, ja, Blind-Projekt, außer die ersten circa 30 Minuten. Also wenn es blind wird, werde ich Bescheid sagen. Und ja, wir können uns jetzt mal die Porträts hier ansehen. Porträt Nummer 1 von Roger Baskerville. Roger Baskerville, 1777 bis 1835. Er war ein berühmter Jäger, zweifelsohne der Beste im gesamten Königreich. Hier. Louisa Baskerville war eine talentierte Schauspielerin, die über eine äußerst lebhafte Fantasie verfügte. Die arme Frau starb bereits mit zarten 26 Jahren. Und die ist echt nicht alt geworden. James Baskerville. James Baskerville war ein Arzt, Veterinär und Chirurg. Er starb 1777. Lily war Rogers Tochter. Sie begleitete ihn auf seinen Reisen, um sich dem Studium der Natur und Insekten zu widmen. Sie war eine Insektenkundlerin. Die Bilder sehen echt schaurig aus. So, hier Edward. Edward, Hugos und Olivers Bruder, verbrachte den größten Teil seines Lebens auf dem Meer. Er war ein hervorragender Seemann. Sieht eher aus wie Captain Hook. Hier Elisabeth. Elisabeth war Charles' Tochter. Sie starb 15 Jahre vor ihrem Vater. Der arme Mann hatte den Verlust nie überwunden. Das ist tragisch, ja. Kinder sollten nicht für ihren Eltern sterben. Das ist nicht gut. Charles, mein Onkel. Es ist nicht leicht, dieses Porträt zu betrachten, dass er sich so sehr gewandelt hat. Obwohl, also in den Büchern waren doch, glaube ich, nur die männlichen Mitglieder der Baskerville von dem Fluch befallen. Egal. Ja. Da können wir diesen Löwenkopf einsetzen. Ich denke mal, das soll ein Löwe darstellen. So, und jetzt haben wir unser erstes Rätsel. Ja, Rätsel. Ja, kann man ein Rätsel. So, wir müssen jetzt überall da, wo so ein gelbes Bändchen oder so ein türkisfarbenes Bändchen ist, müssen wir jetzt einen ja, Löwenkopf dran sitzen. Also bis sie dann halt leuchten und dann wenn die dann alle leuchten, müsste sich eigentlich die Tür öffnen. Wirklich großartige Arbeit dabei. Du hast es gelöst. Wow, du hast dieses Rätsel in unter einer Minute abgeschlossen. Bleibt dir noch Zeit zum Atmen? Das hast du dir wirklich verdient. Schnell wie der Wind. Das war ja auch nicht allzu schwer. Sir Roger Baskerville is certainly one of the most famous hunters in all of Great Britain. Indeed, Dr. Watson, my grandfather spent a large part of his life traveling the colonies of the Empire to stalk the largest predators in the world. Let us try to learn more about the tragic death of Sir Roger Baskerville. Such a distinguished hunter could not possibly have been killed by a simple dog. Ja. Damit hatte ich schon gerechnet, deswegen habe ich mich nicht erschreckt. Messer, Spannhaken für Armbrust.
Kristallauge. Der Kristall hat die Form eines Auges. Er scheint ganz leicht zu vibrieren. Ja, und diese Viecher hier machen mir Angst. Die gucken mich dauernd. Das ist nicht nett. So. Ja, wir haben hier eine Karte. Also wir können hier uns die Auszeichnung angucken, die wir gespielt haben. Wir können hier unten gucken, wie lange wir schon gespielt haben. Und die Karte ist dafür da, dass wir uns orientieren können, wo wir was machen können. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ja, wir wollten das dann nehmen. Und dann können wir hier gucken, finden Sie den augenlosen Wolfskopf nicht auch merkwürdig, meine Freunde? Ja, augenlos, also setzen wir ihm doch mal ein Kristallauge an. Höchst interessant, das Kristallauge scheint mit etwas zu reagieren. Das leuchtet. Ja. Gut, dahinter befindet sich etwas, aber ich kann es nicht genau erkennen. Dann haben wir ein Gitter. Hinter dem Gitter ist ein Hebel, das ist zu verrostet und öffnet sich nicht. Ja. Wir haben aber noch nichts, um Mausflecken zu entfernen. Gucken wir uns mal die Foren an. Wir sollten die Foren ja öffnen, wenn wir Licht in die dunklen Ecke nicht rein. Dafür haben wir ein Vorhangsbein. Das kommt mal dran. Dieses Spiel sieht nicht aus dem Mund, sondern irgendwie cool. Aber gut. Was brauchen wir denn? Ja, das ist ein Wimmelbildspiel. Was soll man dazu sagen? Hier unten sind die Gegenstände aufgelistet. Und wir müssen die jetzt in dieser Szene hier finden. Also zum Beispiel hier die Glocke. Und hier das Fernglas. Dann haben wir hier eine Kerze. Handabdruck. Peitsche. Fuchsschwanzhaken. Ölkanne. Fangeisen. Hund. Handschuhe. Öllampe. Tabakpfeife und Waage. Das sieht aus wie ein Fuchsschwanz. Ich habe auch einen Fuchshund. Ich habe zwei sogar. Aber aus einem echten Fuchs. Muss ich gestehen. Und ich bin auch nicht der Fan von echten Ledersachen oder so. Ich mag es nicht, wenn Tiere dafür draufgehen müssen. Finde ich nicht schön. Von daher habe ich zwei unechte Fuchsschwänze zu Hause rumliegen. Ein Haken, eine Öllampe, Fangeisen und eine Waage. Schalte ich schon am ersten Bild was. Ich glaube, in diesem Spiel ist es so, wenn man sich verklickt, passiert eigentlich gar nichts, außer wenn man sich dann mehrere Male hintereinander verklickt. Ich glaube, dann kommt ein Spruch von Holmes. Ja. Das ist bei dem anderen Spiel nicht so. Ich glaube, ich bin blind. Ich bin blind. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe aber auch keine Lust, einen Hinweis zu geben. Das passiert, wenn man sich verklickt. Übrigens, da oben haben wir noch eine Waage. Eine Ölkanne.
Gut, du hast eine Wimbledon-Szene mit weniger als 10 falschen Klicks abgeschlossen. Du gehst präzise und methodisch vor. Holmes wäre stolz auf dich. Das hast du dir wirklich verdient. Starke Hand. So. Das wir aufsammeln können. Und dann haben wir ja hier das Gitter, was verrostet ist. Dann nehmen wir noch mal ein Ölkännchen und Teufel ein bisschen weg. Wieso sollte man einen Hebel in einen Kamin verstecken? Wir sollten zuerst das Feuer löschen, bevor wir seinen Zweck untersuchen. Holmes versteckt kann man das ja nicht nennen, oder? Und er grapscht einfach mal in die Kohle, ist ja gar nicht mehr heiß. In der Tat, ein Geheimgang. Wir sollten ihn schnell untersuchen. Du grapscht dir heiße Kohle aus dem Ofen.